Oh no, jetzt haben wir uns das. Start zur zweiten Etappe, zweiten Tag. Heute haben wir 25 Kilometer vor uns, geplant. Ich hoffe, dass wir es auch schaffen. Wir gehen im Meer entlang. Wir sind recht stürmisch und wir haben schon 3 Begleiter. Fast unser Ziel erreicht für die heutige Etappe. 25 Kilometer oder so. Ja. Aber jetzt spürt man schon. So, jetzt gehen wir noch die Berge suchen. Wir haben das unsere Herberge in Villa La Conde, heißt das so, gell? Heute mal ganz bescheiden übernachten. So, Tag 3, jetzt sind wir gestartet, um 7:30, jetzt reiten wir früher. Hinter sich ist Espolonende heute. Geht dafür zwischen 23 und 25 Kilometer. Schauen, ob wir es packen. Heute ist das Wetter ein bisschen betrübt, oder halt getrübt. Ja. Aber es ist halt feiner zu gehen, da ist nicht ganz so heiß, weil gestern war es extrem heiß. Nur 212 Kilometer. Ei. Weit ist schon wahnsinnig weit. Heute haben wir uns erstmal getrennte Zimmer. Schauen wir, ob wir nachher getrennt schlafen können.
Tag 4. Wir sind gestartet, es ist 8 in der Früh. Heute geht es nach Ovano. Es sind ca. 26 Kilometer. Jetzt schauen wir, wie wir das heute wieder packen. Heute kommen wir das erste Mal vom Meer weg. Heute geht es in die Berge. Berge, ja gut, Hügel nennen wir es mal so. Ja. Da ist noch alles ruhig. Sonntag in der Früh, Leute schlafen alle. Schauen wir, was uns heute erwartet. Das Wetter ist auf jeden Fall top, wie man sieht. Hoffentlich wird es nicht ganz so heiß sein. Kann man auch von außen die Messe besuchen. Der Geruch kann man leider nicht übertragen, oder? Es ist so gut da durch den Eukalyptuswald. Alte Steinerbrücke. Ohne Geländer. Jetzt geht es mal recht zügig bergauf da. Bei den Hitzen, der schweren Rucksack, schlaucht das ganz gut. Aber wir werden auch oben umkommen. Kirche von Santiago, oh leider das falsche Santiago. Das liegt noch in Portugal. Das Richtige dauert noch ein bisschen. Jetzt sind wir aus dem Wald raus. Jetzt eine normale Straße. Die letzten qualvollen Kilometer hätten wir Etappe. Jetzt haben wir kurz vor Ovano. Jetzt haben wir umgekommen. Jetzt haben wir ein Kloster untergebracht. Und da haben wir ein schönes Zimmer gekriegt. Cooles Doppelzimmer. Schöne große Betten. Perfekt. Da sogar Handtücher aus der Kirche. So. Und eine schöne Dusche, mehr braucht man nicht. So, der Zaun hat noch Kirche Santa Lucia, gell, heißt der, Santa Lucia. Start zum Tag 5. Jetzt haben wir Piano di Castello. Wir haben jetzt heute gut geschlafen im Kloster. War recht angenehm. Da sind wir mitten im Frühling, da blüht alles schon, voll warm. Schön das Portal. Wunderschön. Sehr gut. Sehr gepflegter Garten. Voll schön. Zug kommt keiner, gell?
steiler bergauf gegangen. Wir sind da und bis da wollen wir gehen. Das ist schon Spanien, der große Berg da oben. Also wir sind schon nah an der Grenze. Da ist der Grenzfluss. Das da hinten ist alles schon Spanien. Das ist heute mal ein bisschen was Besseres, aber nach der langen Reise, 30 Kilometer zu Fuß, haben wir es also verdient. So, und da man muss auch dazu sagen, dass die offizielle Hostellerie und alles zu ist. Ein bisschen nobleres Zimmer mit direktem Blick auf den Grenzfluss. Links. Und das da hinten, wie gesagt, ist schon Spanien. Start, 6. Tag, nach einer bisschen längeren Nacht und hoffentlich einer guten Erholungsphase geht es jetzt den Grenzfluss entlang zur nächsten Etappe. Wie weit wir heute gehen, haben wir nicht festgelegt, wie weit wir das heute packen. So, erste Ortschaft, Kirche von Seixas. So, jetzt haben wir Pause gemacht, jetzt geht es weiter. Villanueva ist das. Da sind wir jetzt umgekommen. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch bleiben. Jetzt sind wir in der Jugendherberge untergekommen, haben ein recht nettes Zimmer einfach, aber das reicht aus. Tag 7 haben wir in der Jugendherberge geschlafen. Es ist heute das erste Mal bewölkt. Laut Wetterbericht soll es sogar zum Regnen kommen. Jetzt gehen wir weiter 15 Kilometer am Grenzfluss entlang. Wir haben heute ein bisschen später gestartet, weil wir heute ein Frühstück included gehabt haben. Und dann haben wir praktisch das ganze Buffet gerammt. Und jetzt haben wir jetzt flüchten. Jetzt haben wir es flüchten. Jetzt hat es leider recht angefangen zu regnen. Da haben wir uns mal eingekleidet. Schon ein bisschen Regen oder kein Regen. Schluchtenweg auf Portugiesisch. Stadtmauern, wunderschön.
Grenze erreicht. Portugal, arrivederci. Portugal liegt hinter uns. Gell? Alles gut geschafft. Bis jetzt haben wir gut gekommen. Gell? Ja. Jetzt geht's weiter. Portugal liegt hinter uns. Letzter Blick nach Valencia. Laut den Steuern sind es noch 115 Kilometer. Ah, schau, ist jetzt die Kathedrale. Wow, das ist schön. Jetzt drin nicht filmen gedürft sein, ganz böse. Und einen Stempel haben wir geschickt. Noch ein bisschen luxuriösere Herberge. Kleineres Zimmer, eine schöne Camperst. Aussicht auf der Terrasse und den ganzen Garten. Alles trocken wegen Regen. Jetzt haben wir gut gegessen. Ganz einfach in den Berg hinaus. Jetzt gehen wir schlafen. Fit zu sein für die morgen lange Etappe. Tag 8, gell, ist heute. Jetzt sind wir um 9 Uhr gestartet. Heute hatten wir eine längere Etappe vor. Schauen, ob wir es schaffen. Es ist recht kühl. Man merkt, dass man im Norden ist. Die Straße. Das ist laut. Das zehrt wieder. Die heißen der Straßen. Wir sind zweistellig. Alle. Jetzt noch richtig steil bergauf. Lichtenmeter. Ich glaube, ich noch 6 oder so, bis wahrscheinlich noch 6 sogar. Ein Lichtstrahl hinten noch. Oh, fein zu gehen noch. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Redung Langsamkeit 30 Kilometer. Ich glaube 7 Kilometer oder etwas. Ah, wieder längere Etappe heute. Unsere Übernachtung in Redung Della. Ein bisschen luxuriösere wieder. So, 10 Uhr. Nach einer erholsamen Nacht. Jetzt ist es Tag 9. Heute ein bisschen kürzere Etappe von ca. 20 Kilometer. Das Wetter ist bewölkt oder neblig, wir verstehen es nicht. Aber feiner zu gehen auf jeden Fall. Voll steil Berg, auch. Das zieht. Wir können heute ans Meer.
gehen wir vom Berg direkt da auf Meereshöhe wieder. Die passen noch gut auf ins Pilger rauf da. Attention! Ein alter Römerweg. Da sieht man noch die Furchen. Zimmer in einer Pension in Pontevedra. Das ist ein bisschen ein größeres Zimmer. Aber ein kleines Boot. Passt schon. So, Starttag 10. Jetzt ist schon fast wieder 10. Heute bin ich Boot rum. Und jetzt müssen wir auf den Jakobsweg zurück. Und dann geht es heute wieder 20 Kilometer Richtung Santiago. So eine Teilstrecke direkt auf der Hauptstraße ist nicht fein. Sogenannte Waschbrunnen, ne? Also früher haben wir gewaschen. Jetzt sind wir in Caldas del Reis umgekommen. Ganz etwas Einfaches im 3. Stock, aber schön groß und geräumig. Das sind die Thermen. Nicht schlecht. Voller heißes Wasser. Start zum vorletzten Tag. Das Wetter ist heute nicht ganz so schön, aber es ist dafür nicht ganz so heiß. Jetzt haben wir Frühstücksfurchen. Danach starten wir.
ziehe ich sie mal auch. Jetzt so mal steil. Das sind alles Kornspeicher, Getreidespeicher. Kurze Pause gemacht. Jetzt geht es weiter. Es ist recht kühl heute. Geht jetzt ein feines Liften. Jetzt haben wir ein paar Jacken umgelegt. Und auf den letzten Metern auf Kiel. Vorne ist die Unterkunft in Bad Ronn. Jetzt ziemlich klein, fein, passt. Aufbruch zur allerletzten Etappe heute. Alle Szenen, früher haben wir es wieder nicht geschafft, aber heute haben wir 25 Kilometer. Deswegen trifft man es schon. So, das müssen wir heute schaffen, da starten wir. 25,7 Kilometer. So ein bisschen unangenehm nach Hauptstraße entlang ein Stückchen. Heute und früher haben wir gedacht, na, mit den Viehs werden sie es immer schaffen, volle Wege tun. Aber jetzt, wenn du gehst, sind wir viel, das zieht die heute richtig nach Santiago. Dann haben wir 20 Kilometer, geht fast verloren. Rechts oder links? Jetzt kommt der Zug. Die letzten Kilometer ist jetzt kalt und regnerisch. Jetzt fängt es voll an zu regnen. Schade. Regen ist vorbei. Sonne geht wieder raus. Anstellig! Ole! Die letzten 6 Kilometer vor Santiago. Jetzt fangen wir schon langsam die Vorracht an. Ich verstehe sich auf eins und das Landl ist meins. Letzten Meter durch die Altstadt.
geschafft. Bravo, super. Alle. Genau. Ah ja, das war's. Cool. Unsere letzte Unterkunft in Santiago in einem ehemaligen Knabenseminar.